We are TUM. 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 Ob Celonis, Personio oder eGym, an unserer Universität sind bereits über 20 Startups entstanden, die zu Einhörnern wurden. Das sind keine Fabelwesen, aber doch sehr seltene Exemplare. Unternehmen nämlich, deren Wert mit über $1 Milliarde bewertet wird. Was macht unser Gründungsökosystem aus TUM, Unternehmertum und TUM Venture Labs so erfolgreich? Im Vorfeld unseres Entrepreneurship Days wollen wir uns dieser Frage in der heutigen Folge von We Are TUM nähern. Ich bin Andreas Schmidt und ich treffe dazu heute Gründerin Flora Geske, Entrepreneurship-Professorin Nicola Breugst, Gründungsberater Florian Jäger und gleich zu Beginn unseren Vizepräsidenten Helmut Schönenberger. Helmut Schönenberger hat die Unternehmertum, unser Zentrum für Innovation und Gründung 2002 mit ins Leben gerufen. Er ist bis heute deren CEO, außerdem Honorarprofessor an unserer School of Management und seit 2020 Vizepräsident unserer Universität für Entrepreneurship. Auch die TUM Venture Labs hat er mitinitiiert. Herzlich willkommen, Herr Schönenberger. Vielen Dank für die Einladung, Herr Schmidt. Ich habe es gerade schon ausgeführt. Sie haben das Münchner Innovationsökosystem in den letzten 20 Jahren mit aufgebaut und man kann sagen, zu einem Leuchtturm in Deutschland gemacht. Warum München? Ganz einfach. Ich bin Münchner, ich bin hier geboren und mir liegt diese Stadt wahnsinnig am Herzen. Genau, und das Thema Startups, das habe ich halt auch als Student der TU München erlebt. Ich habe damals Ende der 90er Jahre ein Management-Aufbaustudium an der TUM gemacht und das war halt diese Zeit, wo die neuen Firmen hochkommen mit den Dotcom-Themen und wir als Studenten haben gesagt, hey, wow, da tut sich was in der Wirtschaft und lasst uns Teil davon sein. Waren wir damals auch schon die Entrepreneurial University? Nee, das kam erst später. Das kam erst viel, viel später, genau. Also es war damals noch relativ verschlafen. Auch die Kurse, die wir hatten im Managementbereich, bezogen sich hauptsächlich auf große Firmen. Und heute ist das ganz anders. Also heute ist die TU die führende Entrepreneurial University. Als Student kann man ein unglaublich tolles Portfolio an Entrepreneurship-Kursen belegen. Ein tolles Spektrum an Hilfestellungen, wenn ich einen Prototypen bauen möchte, ein Geschäftsmodell entwickeln möchte. Also heute schaut das ganz anders aus. Ja, wir sitzen auch gerade im Munich Urban Co-Lab, muss man dazu sagen. Ich bin gerade schon durch die ganzen Makerspaces und Coworking Labs durchgelaufen und habe eine sehr lebendige Atmosphäre hier auch schon erlebt in den paar Minuten. Ist das was für junge Gründerinnen und Gründer dann auch den Standort München jetzt nochmal zusätzlich attraktiv macht, dass diese Infrastruktur mit gewissen weichen Faktoren wahrscheinlich auch einhergeht? Wie schaut es da aus im internationalen Vergleich? Genau, also die besten Talente der Welt, die Innovatorinnen, die Gründerinnen, die Unternehmerinnen der Welt, die schauen sich halt an, wo es die besten Möglichkeiten gibt für die eigene Ausbildung, aber halt auch, um Firmen hochzuziehen. Und da sind wir auf dem Radar als TU München Unternehmertum und viele unserer Studierenden wählen halt München und die TU München genau deswegen als ihren Studienort. Das neueste Instrument, das Sie da haben, sind die Venture Labs. Die gibt es jetzt seit ein paar Jahren nach und nach. Wie unterscheiden sich die jetzt von dem Gründungsökosystem oder von den Inkubatoren, die wir schon hatten? Genau, also dieses ganze Startup-Umfeld, das können Sie sich einfach vorstellen wie so ein Wettrennen. Also es geht immer darum, im Wettbewerb weltweit die besten, schnellst wachsenden Firmen zu bauen. Und wir befinden uns in den Wettbewerben. Was jetzt gerade die nächste Raketenstufe ist, dass es einen riesen Unterschied macht, ob du jetzt eine Pharmafirma ausgründest oder eine Raumfahrtfirma oder eine KI-Firma. Und was wir eben mit den TUM Venture Labs hier an der TUM geschaffen haben, ist domänenspezifische Labs, in dem die Kompetenz gebündelt wird. Also das heißt, die richtigen Experten zusammengezogen werden, die Infrastruktur, die ganzen Werkzeuge, die du brauchst, um eine Firma zu gründen. Und das Spannende ist, dass diese Labs nicht nur als Inseln stark sind, sondern die sind auch vernetzt.
Schauen wir auf eins dieser übergreifenden Themen, das denke ich Nachhaltigkeit. Da stellt man sich das zumindest von außen auch manchmal ein bisschen schwieriger vor, da reinzugehen in das Feld, weil es vielleicht nicht immer sofort so tragfähig ist wie andere Modelle. Wie stellt man sich da auf? Also das war früher halt sehr missionsgetrieben, dass Nachhaltigkeit wichtig ist. Ich glaube, was jetzt geschehen ist, gerade die letzten 5 Jahre, ist, dass dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich zu einem Geschäft wird. Also denken Sie beispielsweise an die Kreislaufwirtschaft. Wir haben jetzt unglaublich viele Elektrofahrzeuge auf der Straße, Millionen von diesen Fahrzeugen mit Millionen Tonnen von Batterien. Und das sind Werte, die da draußen sind und die kommen irgendwann mal zurück. In 5 Jahren oder in 10 Jahren sind die Fahrzeuge dann wieder eben an dem Punkt, dass sie recycelt werden müssen. Und die Frage ist jetzt, wie kann ich diese riesigen Werte, also wir reden von Milliardenwerten, wieder einfangen, nutzen und daraus wieder Neues zu schaffen. Braucht es dafür solche Katalysatoren wie die UTUM? Braucht es mehr davon in Deutschland? Das ist der Fall und die Bundesregierung hat ja diesen Leuchtturmwettbewerb Startup Factories mit uns initiiert und die Idee ist im Grunde dieses funktionierende Ökosystem zwischen einer tollen Uni wie einer TU München, Familienunternehmern wie einer Susanne Klatten, tollen mittelständischen und großen Unternehmen und halt zum starken Gründerzentrum wie der Unternehmertum nachzubauen. Also wir nennen das Startup Factories und da sind jetzt 15 Finalisten über ganz Deutschland verteilt und dann hoffen wir, dass wir als TU München Unternehmertum 10 Geschwisterchen in ganz Deutschland bekommen, mit denen wir eben diese Mission, Deutschland zur Gründungsnation zu machen, gemeinsam fortführen können. Das ist doch ein sehr schöner Ausblick. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Some AI ist eines der über 70 Startups, die jährlich an unserer Universität entstehen. Mit Hilfe von KI überträgt das junge Unternehmen Texte automatisch in leichte Sprache und macht digitale Inhalte damit für alle zugänglicher. Some AI arbeitet mit Behörden und Verwaltungen zusammen und ist deshalb ein sogenanntes GovTech-Startup. Mitgegründet wurde es von Flora Geske, die auch an der TUM studiert hat. Ob die Idee tatsächlich im Studium entstanden ist, wird sie uns gleich selbst erzählen. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Hallo Flora Geske. Hallo. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sehr gerne. Wie entstand die Idee zu Ihrem Startup? Tatsächlich ein ganz persönliches Thema. Und zwar haben wir ein KI-basiertes Tool entwickelt, was komplizierte Behördensprache in leichte Sprache übersetzt. Also barrierefrei zugänglich und verständlich macht für Menschen, die sonst mit unserer Alltagssprache und vor allem mit komplizierter Sprache Schwierigkeiten haben. Und bei mir im Familienkreis ist das meine Tante. Die hat eine kognitive Behinderung und kann deswegen einfach komplizierte Texte nicht so gut verstehen. Daher kenne ich das Thema schon ganz, ganz lange. Habe mich immer gefragt, warum gibt es nicht eigentlich mehr Inhalte in dieser leichten, barrierefreien Sprache? Und ja, so ist die Idee entstanden, ein KI-basiertes Tool zu entwickeln, was insbesondere Behörden dabei hilft, diese leichte Sprache zur Verfügung zu stellen, damit alle Menschen Zugang zu allen Informationen haben. Um den Bogen in meine Einführung zu schlagen, dann mit dem Studium konkret hatte das gar nicht so viel zu tun. Doch, im Studium ist es insofern entstanden, als dass ich im Studium an der TUM meine Co-GründerInnen Nikolas und Vanessa kennengelernt habe. Und zwar habe ich den Studiengang FIM, Finanz- und Informationsmanagement, gemacht. Und der ist multidisziplinär aufgebaut. Das heißt, ich habe jemanden kennengelernt mit einem Informatik-Hintergrund und mit Mathematik-Hintergrund und ich selber mit Wirtschaftsinformatik. Da sind 3 Disziplinen zusammengekommen, also was Technisches und was Wirtschaftliches, was perfekt zusammengepasst hat, um ein Unternehmen zu gründen. Das wussten wir damals noch nicht. Wir waren einfach passioniert beim Thema KI und gesellschaftlichem Impact. Aber rückblickend, ja, war das die perfekte Zusammenstellung eines Gründungsteams. Den Moment, an dem es zum ersten Mal konkret wurde, diese Idee, war das dann diese Zusammenstellung des Teams, oder? Ja, im Endeffekt war das zum Ende des Masterstudiums so, dass wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, also Vanessa und ich, wir hatten zusammen im Bereich KI und Sprache geforscht im Masterarbeitsprojekt und haben gemerkt, da tut sich technologisch gerade richtig was. Und haben dann gesagt, wir suchen einen Anwendungsfall mit einem gesellschaftlichen Mehrwert. Also wir möchten an was arbeiten, was nicht nur aus KI-Sicht Sinn macht, sondern auch was uns als Gesellschaft voranbringt. Und ich hatte dann dieses leichte Sprache-Thema im Kopf. Wir haben dann Nikolas noch zusammengesetzt an einem Wochenende und haben gesagt, wir bauen mal einen Prototypen und gucken, ob das technisch überhaupt gehen kann. Und das war der Moment, wo wir zum ersten Mal gemerkt haben, okay, technisch kann das gehen, vielleicht kann da auch was Größeres draus werden.
Wir sitzen gerade im Werk 1, abseits der TUM, auch eine beeindruckende Infrastruktur für Gründerinnen und Gründer oder für junge Startups. München boomt. Vor ein paar Tagen kam die Nachricht, dass OpenAI ein Büro aufgemacht hat. Wie erklären Sie sich den Boom, den München erlebt? Ich glaube, hier kommt einfach alles das zusammen, was man für ein gutes Startup-Ökosystem oder KI-Ökosystem braucht. Also es gibt einerseits eben GeldgeberInnen und Industrie, wo ein Interesse besteht, gute und innovative Ideen zu finanzieren. Das ist einfach eine ganz wichtige Komponente. Es gibt das Talent aus den Unis und Forschung, wo einfach diese innovativen Ideen technisch auf ein Fundament gesetzt werden, was sehr, sehr solide ist. Und dann gibt es eben Gründungssupport drumherum. Und wir sind ganz klassisch eben aus dem Studium dann über die TUM Gründungsberatung hin zu einem Exist-Gründungsstipendium gekommen, konnten an einem Lehrstuhl, der uns da unterstützt hat, quasi uns zusammensetzen und unser erstes quasi Büro haben, da zusammen an der Idee in Vollzeit arbeiten durch die Unterstützung, haben dann durch die Unternehmertum und die Inkubationsprogramme Explore und Expreneurs den Support bekommen, zu verstehen, was heißt es jetzt, aus einer Idee ein Unternehmen zu machen, und haben dann eben von dem Netzwerk TUM Venture Labs und so weiter super profitiert, Investoren kennenzulernen, erste Kunden kennenzulernen. Und dieses Ökosystem ist, ich glaube, so in Deutschland und wahrscheinlich auch in Europa einzigartig daran, dass es so eng zusammenhält und so gut die Idee wirklich aus dem Studium heraus bis hin ins Unternehmen trägt. Mhm. Haben Sie ja vorbildlich das ganze Netzwerk der TUM fast abgegrast. Die Venture Labs sind ja das neueste Tool, sage ich mal. Das ist von außen manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, worin sich das von anderen Inkubatoren unterscheidet. Wie sieht das von innen dann aus? Ich fand es auch gerade am Anfang, in der Anfangsphase, nicht ganz einfach zu greifen. Für uns ist es insbesondere der Mentoring-Support, also dass wir AnsprechpartnerInnen haben, die sich im Bereich KI und Gründung durch die eigene Erfahrung auskennen und ganz gezielt ihr Telefonbuch aufmachen und Intros machen zu spannenden Kontakten, die uns weiterbringen, aber auch einfach mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also gerade wenn das Unternehmen wächst, wir sind jetzt insgesamt 16 Leute, dann kommen so Themen wie Leadership dazu, und dann haben wir gerade beim TUM Venture Labs Software und AI, den Antoine Le Boyer als Mentor, der uns da einfach auch durch seine Gründungserfahrung und durch seine Unternehmensführungserfahrung ganz, ganz viel mitgeben kann. Und das ist ein Support, den gibt es an anderer Stelle so nicht, und der ist unheimlich wertvoll. Denken Sie, das ist in einem Bereich wie dem Ihren mit einem gesellschaftlichen Auftrag, der ja auch erfüllt wird, ist das dort sogar noch wichtiger, solche Unterstützungsstrukturen zu haben? Also sprich, wie ist die wirtschaftliche Tragfähigkeit solcher Ideen? Ich glaube, das hat sich ein bisschen verändert. Als wir unsere erste Investmentrunde gemacht haben, da war das Thema Impact schon en vogue oder gerade im Kommen, eher so im Bereich ökologisch nachhaltig, also CO2 einsparen etc., was natürlich eine sehr große Komponente von Impact ist, aber Social Impact ist eben auch eine Impact-Komponente, und die war zu dem Zeitpunkt noch irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Und wir hatten das Gefühl, dass es manchmal eher so ein bisschen ein Makel von unserem Geschäftsmodell ist, als dass jetzt gezielt eben in gesellschaftlichen Mehrwert investiert werden möchte. Verstehe ich auch, es geht bei Investment darum, Geld zu verdienen, und wir mussten eben sehr klar kommunizieren, wir haben einen sehr tragfähigen Business Case in einem sehr spannenden Segment im öffentlichen Sektor, und wir schaffen auch noch gesellschaftlichen Mehrwert. Für uns ist das sehr wichtig, aber für unsere Investoren sicherlich eben einfach ein schöner Nebeneffekt. Und ich glaube, dass solche Strukturen helfen, dabei genau sowas zu schärfen. Also wir sind am Anfang ganz stolz gewesen auf unseren Impact, und es war wichtig, mit Leuten zu sprechen, die gesagt haben, schau mal darauf mit der Brille eines Investoren, einer Investorin, und finde diese Themen, die du eben vor allem in so einer Runde kommunizieren musst, damit das überzeugt. Diesen Perspektivwechsel hinzubekommen, dafür ist gerade so ein Mentoring-Support ganz wichtig. Sie haben jetzt schon so ein paar Meilensteine angesprochen. Schauen wir da nochmal drauf, vielleicht auch für junge gründungsinteressierte Menschen. Was sind so die ersten und wichtigsten Meilensteine? Also erster Kunde war für uns einfach auch eine große Party danach. Oder man hat sich zumindest mal ein Bier aufgemacht und angestoßen und gesagt, Mensch, krass, dass man mit einem Tool, was man selbst entwickelt hat, eben dann auch Geld verdienen kann und eine große Stadt überzeugen kann. Also unser erster großer Kunde war die Stadt Hamburg, nicht die Stadt München tatsächlich. Finde ich immer ein bisschen schade, dass das Ökosystem an der Stelle quasi nicht das schnellste war. Aber ja, das war ein großer Meilenstein, auch dann dieses Logo auf der Website zu haben, diese Referenz zu haben und anderen Kommunen damit zeigen zu können, das Ganze funktioniert und kann wirklich eingesetzt werden. Und dann ehrlich gesagt aber auch jetzt, also 120 zahlende Lizenzkunden, vorrangig aus dem öffentlichen Bereich zu gewinnen und zu merken, wir können das auch skalierbar darstellen,
total toller Moment. Zu sehen, dass das Team wächst. Also wir haben auch zu dritt ganz, ganz viele Fortschritte gemacht und toll zusammengearbeitet im Gründungsteam. Aber dann zu sehen, okay, wir können ein Sales-Team aufbauen, wir haben ein Team aus EntwicklerInnen und alle Hand in Hand bringen jeden Tag so viel voran, dass man manchmal sagt, Mensch, also was da alles passiert, ohne dass ich jetzt jedes einzelne Detail sehe, das ist auch einfach jeden Tag toll. Dann schließt sich eigentlich schon die Frage nach den Zielen für die nächsten Jahre mit Some AI an. Ja, es gibt in Deutschland 11.000 Kommunen und unser Ziel ist es, dass in jeder dieser 11.000 Kommunen barrierefreie Inhalte zur Verfügung stehen für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Und wir arbeiten auch daran, dass eben in weiteren Feldern der Verwaltungsdigitalisierung KI zum Einsatz kommt. Also unsere Verwaltung ist nicht die modernste und nicht die digitalste in Deutschland und da ist ganz, ganz viel Potenzial, dass eben neue Technologien dafür sorgen, dass da große Schritte gemacht werden. Und wir haben die technische Expertise, wir kennen uns mit dem Segment sehr gut aus und wir sind uns sicher, dass wir da noch an ganz vielen Stellschrauben einen Unterschied machen können. Sehr schön, vielen Dank. Herzlichen Dank. Was hat den größten Nutzen für Gründerinnen und Gründer? Methodenwissen, Teamgeist oder der Mut, Dinge anders zu denken? Diese Fragen ziehen sich durch Forschung und Lehre von Nicola Breugst. Sie beschäftigt sich mit der menschlichen Seite des Unternehmertums, mit Teamdynamiken, Emotionen und Entscheidungen in der Gründungsphase. Als Professorin für Entrepreneurial Behavior an der TUM School of Management und als Teil des Entrepreneurship Research Institute begleitet sie Studierende auf dem Weg zu unternehmerischem Denken und Handeln. Herzlich willkommen, Frau Breugst. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass Sie hier sind. Sie begleiten seit vielen Jahren schon junge Menschen auf ihrem Weg ins Unternehmertum. Was treibt Sie dabei persönlich an und was möchten Sie Ihren Studierenden mitgeben? Was mich am meisten persönlich antreibt, sind wirklich meine Studierenden selbst. Ihre Ideen, die oft so faszinierend sind, ihr Mut, neue Wege zu gehen. Es ist einfach wirklich inspirierend zu sehen, wie unsere Studierenden selbst Herausforderungen entdecken und dann ihre Vision in die Realität umsetzen. Und was ich meinen Studierenden mitgeben möchte als Entrepreneurship-Professorin, ist gar nicht unbedingt, dass jede ein Startup gründen muss, sondern mir ist eher wichtig, Entrepreneurship als eine Haltung zu verstehen, als ein Mindset. Also ich möchte meine Studierenden befähigen, Chancen zu erkennen und dann zu ergreifen. Und klar kann das mit der Gründung von einem Startup enden, aber es kann natürlich auch in einem großen Konzern sein, wo man Projekte umsetzen möchte oder einfach auch im eigenen Leben Verantwortung zu übernehmen und neugierig zu sein, neue Dinge auszuprobieren. Hat sich dieses Verständnis von Entrepreneurship und Unternehmertum in den letzten Jahren verändert? Gibt es Trends oder gesellschaftliche Erwartungen, die das Bild verändert haben, anders geprägt haben, als es früher war? Ich bin jetzt ja seit 2012 an der TUM und eine ganz große Veränderung, die ich sehe, oder einen ganz großen Trend, den ich sehe, ist tatsächlich der Trend zu Entrepreneurship selbst. Also wenn ich zu Beginn meiner Zeit hier an der TUM die Frage gestellt habe, wer von meinen Studierenden sich überhaupt vorstellen könnte zu gründen, dann waren es immer nur ein paar Hände im Hörsaal, die sich da gemeldet haben. Heutzutage ist das ganz anders. Heutzutage ist es mehr als die Hälfte meiner Studierenden, die sich das als Karriere vorstellen können. Also Gründung an sich scheint mehr im Trend zu sein. Und ein anderer Trend, den ich auch noch feststelle, ist ein Trend zur Nachhaltigkeit. Unsere Studierenden wollen mit ihren Ideen wirklich auch einen Beitrag leisten. Da geht es jetzt nicht mehr nur darum, reich zu werden, sondern was Größeres zu erreichen. Sehr schön. Gibt es da eine Gründungsgeschichte, die Ihnen im Gedächtnis geblieben ist vielleicht? Also tatsächlich habe ich das ganz große Privileg, sehr, sehr viele Gründungsgeschichten zu begleiten. Ich freue mich über jeden Erfolg. Ich fiebere aber natürlich auch bei jedem Rückschlag, die halt auch manchmal dazugehören, fieber ich auch mit. Wenn ich jetzt von all den Geschichten eine rausgreifen muss, dann ist es vielleicht eins der ersten Startups, die ich hier an der TUM habe kennenlernen dürfen. Und das ist die Geschichte von Braufässchen. Heute sind sie eher noch bekannt, oder vielleicht der wichtigere Teil ihres Unternehmens ist Pure Flavors. Als ich die damals kennengelernt habe, waren das sehr enthusiastische Studenten, die ein Braukit entwickelt haben, wie man daheim schnell sich Bier brauen kann, mit vielen verschiedenen Optionen, mit Aromastoffen. Und ihr Ziel war es damals, Varianz auf den deutschen Biermarkt zu bringen.
Und als sehr unternehmerisch geprägtes Team haben die regelmäßig in ihre Daten geschaut. Und während es prinzipiell immer ein sehr erfolgreiches Unternehmen war, haben die gesehen, dass es 2 große Peaks in den Bestellungen gab. Das eine war vor Weihnachten, der andere Peak war vor dem Valentinstag. Und dann haben sie festgestellt, dass es vielleicht gar nicht unbedingt die Bierliebhaber selbst sind, die besten Kunden sind, sondern dass eher Schenkende ihre große Kundschaft ausmachen. Und dann haben sie eine erste Änderung ihrer Geschäftsidee vorgenommen und nicht mehr selbst nur über ihren eigenen Online-Shop verkauft, sondern sie sind auch an Webseiten rangegangen, wo man entsprechend Geschenke kaufen kann, haben quasi ihr Modell von einem, in der Startup-Sprache würden wir sagen, von einem B2C zu einem B2B-Modell gewechselt. Und da sind sie aber nicht stehen geblieben, sondern sie haben entdeckt, dass die Aromastoffe, die sie benutzen für ihre Braukits, dass die für viele andere Gruppen auch interessant sind. Und schließlich haben sie jetzt begonnen, vor ein paar Jahren ihre Firma zu erweitern, nennen sich jetzt auch Pure Flavors und verkaufen eben auch in kleineren Mengen Aromastoffe. Und warum picke ich jetzt den Fall raus? Weil das auch aus meiner Sicht ganz stark unternehmerisches Denken ausmacht. Nämlich dieses: Ich bleibe nicht bei einer Idee stehen, sondern ich habe meine Augen offen. Ich schaue, was gibt es für andere Chancen, für andere Ideen, und die ergreife ich und die setze ich um, auch wenn es bedeutet, dass man das, was man bisher macht, abändern muss. Das klingt nach einer sehr engen Begleitung auch dann der Gründenden. Geben Sie uns doch mal da einen kleinen Einblick auch noch ins Entrepreneurship Research Institute. Wir sind insgesamt 7 Professuren mit unseren jeweiligen Teams. Und was uns, glaube ich, besonders auszeichnet, ist, dass wir sehr interdisziplinär aufgestellt sind. Also bei uns im Team haben wir natürlich die klassischen Wirtschaftswissenschaften. Wir haben aber auch die Natur- und Ingenieurwissenschaften, die Informatik und die Psychologie. Und dadurch, dass wir so viele verschiedene Einblicke haben in Disziplinen, in Methoden, können wir den gesamten Gründungsprozess wirklich gut begleiten. Und wir arbeiten da eng mit den Startups zusammen in unserem Ökosystem und fragen die auch ganz oft, was sind denn eigentlich aktuelle Probleme, Herausforderungen, die ihr gerade habt? Das inspiriert dann unsere Forschung. Also beispielsweise Themen wie sollten denn jetzt die Unternehmensanteile verteilt werden in so einem Gründungsteam? Oder was macht man eigentlich, wenn man so starke Konflikte in einem Gründungsteam hat, dass das Gründungsteam schlussendlich auseinanderbricht und sich ein richtiger Rosenkrieg entwickelt? Wie ändert man seine Idee? Wie ändert man wirklich die große Strategie? Also was wir in der Startup-Welt oft einen Pivot nennen. All das sehen wir, all das erzählen uns unsere unternehmerischen Talente. Das sind die Inspirationen für unsere Forschungsprojekte. Und dann, und das ist vielleicht anders im Vergleich zu vielen anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, hören wir aber an dem Punkt nicht auf, sondern wir nehmen unsere Forschungsergebnisse und verwandeln die wieder in Lehrmaterialien, packen die in unsere Kurse, in unsere Workshops und helfen dann somit den zukünftigen Generationen unternehmerischer Talente, diese Herausforderung gut zu meistern. Und deswegen würde ich sagen, dass diese Schnittstelle zwischen Forschung und Lehre für uns einzigartig ist, weil wir somit immer an den ganz aktuellen Themen sind, sowohl in der Forschung als auch in der Lehre. Gilt es dann auch für die Didaktik und für die Formate? Gibt es da ein Beispiel für ein Lehrformat? Also insgesamt fällt es mir total schwer, jetzt hier ein Lehrformat rauszupicken, einfach weil wir in unserer Lehre sehr viele verschiedene Ziele verfolgen. Das erste Ziel, würde ich erstmal sagen, ist, unsere Studierenden dafür zu sensibilisieren, dass Unternehmertum Weg für sie sein könnte. In dem nächsten Schritt wollen wir unsere Studierenden dann dazu befähigen, unternehmerisches Denken zu entwickeln. Und vielleicht jetzt gerade, wenn wir auf den letzten Punkt eingehen wollen, haben wir schon ein Lehrformat, was mir auch besonders am Herzen liegt. Das sind unsere sogenannten Projektstudien. Da bringen wir Studierende und Startups zusammen. Die Startups haben ein ganz konkretes Problem, ein ganz konkretes Projekt, wo unsere Studierenden dann helfen, das zu lösen. Das ist für die Studierenden super, weil die sehen, dass all das Wissen, was sie bisher erworben haben, nicht nur Hörsaalwissen ist, sondern wirklich einen Mehrwert schafft. Und für die Startups ist es natürlich super, weil für die Startups der Mehrwert geschaffen wird.
Und darüber hinaus nutzen wir diese Projektstudien nicht nur hier im Münchner Ökosystem, sondern wir haben die auch international weiterentwickelt. Zum Beispiel im Austausch mit der National University of Singapore haben wir ein Entrepreneurship-Austauschprogramm, wo Studierende aus Singapur hier das Ökosystem kennenlernen und unsere Studierende das singapurianische Ökosystem. Und da finde ich einfach, dass man wirklich wunderschön sieht, wie Unternehmertum hilft, Brücken zu bauen. Brücken zwischen Studierenden, Universität, Theorie und Praxis, aber auch eben Brücken zwischen Ökosystemen. Schauen wir doch nochmal auf das Münchner Ökosystem. Wir haben es in dem Podcast schon das ein oder andere Mal auch besprochen. Das entwickelt sich sehr gut die letzten Jahre. Immer mehr Firmen siedeln sich auch an mit ganz jungen Beispielen. Ich glaube, die Antwort liegt so ein bisschen ja auch schon in dem, was wir besprochen haben. Aber woran liegt die Attraktivität des Ökosystems München und wie schaut die Zukunft aus? Also ich stimme auf jeden Fall zu, dass München ein sehr gut gewachsenes, sich sehr stark entwickelndes Ökosystem für Startups und für Unternehmertum ist. Wir sehen hier einfach sehr viele technologiebasierte Gründungen und die kommen natürlich sehr oft aus unseren eigenen Laboren und das ist immer wieder beeindruckend zu sehen, welche Ideen unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben und wie die dann nachher auf die Straße gebracht werden können. Nichtsdestotrotz, alleine könnten wir das alles nicht stemmen. Wir agieren hier nicht in einem Vakuum. Es gibt viele andere Teilnehmer an dem Ökosystem, andere Universitäten und Hochschulen, viele Gründungszentren. Man muss auch sagen, dass es hier viele etablierte Firmen gibt, die wirklich ein großes Interesse daran haben, mit Startups zusammenzuarbeiten. Dann ist natürlich der Zugang zu Kapital auch gerade für technologiebasierte Gründungen wichtig. Da braucht sich München auch nicht zu verstecken. Gerade hier allen voran möchte ich da auch nennen den Venture Capital Fonds der Unternehmertum. Dann ist München als Stadt auch sehr international geprägt. Hier finden Sie ganz viele verschiedene Talente mit vielen verschiedenen Perspektiven und das fließt hier alles zusammen. Allerdings auch in einer gewissen Weise gesteuert. Es gibt einfach unglaublich viele Veranstaltungen, Netzwerkevents, wo man all diese verschiedenen Akteure zusammenbringt. Und das, glaube ich, das macht so diese einzigartige Mischung aus, weil unsere unternehmerischen Talente einerseits viel Inspiration bekommen, andererseits aber auch viel Unterstützung. Und ganz schön zu leben ist es hier ja auch. Das stimmt. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Von Nicola Breugst haben wir gehört, was es alles braucht, um Innovationen aus der Wissenschaft auf den Markt zu bringen. Am Anfang dieses Prozesses steht natürlich die Idee. Doch schon recht bald gehen Gründende mit dieser Idee zum TUM Startup Consulting. Ich freue mich, dass ich heute mit einem unserer Gründungsberater sprechen kann. Hallo Florian Jäger. Hallo. An der TUM entstehen jedes Jahr über 70 Startups. Waren die jetzt alle auch bei Ihnen zwingend in der Gründungsberatung? Ja, tatsächlich. Also bei 70 pendelt sich, glaube ich, im Mittel in etwa ein. Wir haben im letzten Jahr aber sogar zum ersten Mal über 100 TUM-Ausgründungen geschafft. Ist schon ein Meilenstein, denke ich, auf den man auch stolz sein kann. Und ja, in der Tat, ein Großteil dieser Ausgründungen war mit meinen Kolleginnen und Kollegen oder auch mit mir im Austausch in unterschiedlichen Phasen ihrer Startup-Journey. Aber es gibt natürlich auch weitere Entrepreneurship-Formate, sowohl an der TUM selber als auch bei unserem Kooperationspartner der Unternehmertum und auch bei der gemeinsamen Initiative der TUM Venture Labs. Und in der Regel kann man schon davon ausgehen, dass sie irgendwo mal aufgeschlagen sind. Also das ist jetzt nichts, was wir uns exklusiv auf die Fahnen schreiben wollen als TUM Gründungsberatung. Bleiben wir trotzdem bei der Gründungsberatung. Wie sieht denn so eine Begleitung aus? Gibt es typische Themen, Herausforderungen, mit denen die Gründenden am Anfang zu Ihnen kommen? Obwohl die Themen natürlich super heterogen sind, wir sind eine technische Universität, das heißt, so gut wie alle Gründungsvorhaben haben einen Technologiebezug, aber dann unterschiedliche Entwicklungsstadien und Reifegrade, mit denen sie zu uns kommen. Aber trotzdem gibt es natürlich kommunale Themen, die alle Teams in den frühen Phasen umtreiben. Zum Beispiel, wie stelle ich ein gutes Gründungsteam zusammen? Ein weiteres Thema, das auch ganz früh von uns versucht wird anzulegen und die Teams darauf zu sensibilisieren, ist wirklich die Technologiebrille so ein bisschen abzusetzen und auf der anderen Seite die Bedürfnisse des Marktes zu betrachten und wirklich auch zu verstehen,
Womit sind die Zielkunden herausgefordert? Was treibt sie um? Was kann ihr Leben einfacher machen? Und eben die Technologie möglichst scharf daran auszurichten. Also ich habe eine Idee, dann schaue ich nochmal auf den Markt und dann kommt wahrscheinlich relativ schnell auch schon die Finanzierung ins Spiel, könnte ich mir vorstellen. Wie schwierig ist es, solche Förderungen dann auch zu bekommen? Also es gibt unterschiedlichste Förderungen. Wir beraten als TUM Gründungsberatung in der frühen Startup-Phase, vor der Gründung sogar. Tun wir unsere Arbeit, da gibt es jede Menge schon zu machen und den Grundstein einfach auch für das spätere Unternehmen zu legen. Und klassische Förderprogramme, die dann da in Frage kommen als Finanzierungsmöglichkeit, sind die Exist-Programme, gibt es 2, Gründungsstipendium und Forschungstransfer. Und ich würde schon sagen, dass das schwerpunktmäßig die öffentlichen Fördermittel sind, auf die wir uns mit den Teams konzentrieren. Nicht ausschließlich, aber wie gesagt schon schwerpunktmäßig. Wir versuchen aber auch nicht, die Teams in diese Programme reinzuzwängen, wenn sie nicht passen. Also es ist eine gute Möglichkeit, sich frühphasig zu finanzieren. Es kann aber durchaus auch sein, dass andere Finanzierungsmöglichkeiten aus dem privaten Umfeld besser geeignet sind. Also von Business Angels zu VCs, Family Offices etc. Da gibt es einige Optionen. Und wir schauen uns alle an und versuchen dann mit den Gründungsteams die jeweils beste Strategie auszuloten. Sie haben vorher schon angesprochen, dass es an der TUM sehr viele forschungsbasierte und Tech-Startups dann eben sind. Gibt es Trends in jüngster Zeit? Ja, also die Trends sind vielfältig. Wir versuchen mit den TUM Venture Labs den großen Technologiefeldern natürlich auch bestmögliche Rechnung zu tragen. Und ich würde schon aber sagen, dass es innerhalb dieser verschiedenen Bereiche ein Technologiefeld gibt, das sich so durchschlägt, und das ist KI. Also ganz klar. Wir sitzen wöchentlich zusammen und verteilen die neu anfragenden Teams in der Gründungsberatung, also unter meinen Kolleginnen und Kollegen. Und da würde ich schon sagen, dass in etwa die Hälfte, teilweise ein bisschen mehr, einen KI-Bezug haben. Schauen wir nochmal auf die Teams. Das ist wahrscheinlich eine schwierige Frage, aber gibt es Startups, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind? Ja, es gibt einige und es ist wahrscheinlich jetzt auch unfair vielen gegenüber, wenn sie nicht erwähnt sind. Und ich denke, dass man in dem Zusammenhang durchaus das TUM-Startup ESA Aerospace erwähnen darf und erwähnen kann, vielleicht sogar muss, insbesondere weil sie ja vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube es war Ende März, groß in den Medien war, weltweit. Und also es geht ja um eine Trägerrakete, die Satelliten und ähnliches Material in den Orbit bringt. Und sowas hier an der TUM hervorgebracht zu haben, natürlich gab es auch andere Unterstützer, aber hier wurde auf jeden Fall der Grundstein gelegt für ein international renommiertes Vorhaben, denke ich, das auch Europa stärken soll, die ESA stärken wird und einfach auch die Space-Ambitionen Münchens, Deutschlands und Europa unterstreicht. Bestimmt auch eine Idee, die wirklich sehr ambitioniert und groß klingt, vermutlich, wenn sie da so in der Gründungsberatung vorgetragen wird von einem Studierenden, könnte ich mir denken. Liegt das dann an der Idee selbst und wie groß ist der Anteil der Persönlichkeit denn dann, wenn man drauf schaut, ob was erfolgreich wird, ob sich was dann am Markt durchsetzt? Kann man gar nicht groß genug einschätzen. Also die Gründenden sind einfach das zentrale Element eines jeden Projekts, eines jeden Startups. Also natürlich, die Idee muss eine gewisse Relevanz haben, die muss ein Problem lösen, das ungelöst ist oder auf die Art und Weise noch nicht angegangen wurde, was wirklich Werte auf einer neuen Maßstabsebene bereitstellt. Aber so eine Idee setzt sich halt nicht von alleine um. Es braucht einfach wirklich motivierte, talentierte Gründende, die sich Tag für Tag an die Arbeit machen und ihre Idee in Richtung Markt schieben, sodass wir oder wer auch immer zur Zielgruppe zu zählen ist, davon profitieren kann. Und wenn jemand an der TUM sitzt und eine gute Idee hat, dann nehme ich an, soll er ins Internet gucken, Startup Consulting, und bei Ihnen anrufen. Genau, also unsere Türen stehen offen, definitiv, das kann ich so klar sagen. Wir haben die Voraussetzung, dass wir TUM-Startups
beraten dürfen, ausschließlich, und auch die noch nicht gegründet sind. Ich denke auch wirklich, dass wir ein sehr umfassendes, gutes Angebot haben im Ökosystem, an der TUM, aber auch eben mit den anderen Partnern hier im Ökosystem. Und ich denke auch jedem ein Stück weit helfen können. Und es lohnt sich immer, zu uns zu kommen. Die Chance zu gründen, wenn man zum einen natürlich die persönlichen Voraussetzungen dafür mitbringt und zum anderen das wissenschaftliche Know-how hat, etwas wirklich Großes auf die Beine zu stellen, dann lohnt es sich immer, den Venturing, den unternehmerischen Weg auszuloten und für sich als Möglichkeit zu überprüfen. Und dabei helfen wir gerne. Also, wenn Sie eine Idee haben, los. Einen von der Gründungsberatung haben Sie jetzt ein bisschen kennengelernt. Vielen Dank, Herr Jäger. Danke auch, hat mich sehr gefreut. Und das war es auch schon mit unserem kleinen Rundumschlag durch das TUM Gründungsökosystem. Vergessen Sie nicht, den TUM Entrepreneurship Day am 26. Juni zu besuchen und bleiben Sie an unserer Universität interessiert. Bis zum nächsten Mal. We are TUM. 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 We are TUM.